KEF-Lautsprecher, einer der meist unterschätzten Lautsprecher, die ich kenne. Wieso ich so denke, erfahrt ihr in diesem Video. Auch wenn ich euch heute die KEF R3 zeigen möchte, geht es mir in diesem Video auch allgemein um den Hersteller KEF. KEF-Lautsprecher sind für mich die meist unterschätzten Lautsprecher, die ich kenne. Diese Aussage würde ich nicht unbedingt pauschal treffen, denn ich kann nicht für andere Städte, andere Länder oder andere Händler generell sprechen. Aber basierend auf meiner eigenen Erfahrung der letzten 10 Jahre ungefähr, kriege ich immer mal wieder mit, wie Kunden zu mir sagen, dass sie klanglich irgendwie nicht ganz so begeistert waren, obwohl sie optisch schon von dem Produkt überzeugt waren, obwohl es eigentlich der Grund war, weswegen sie erstmal in den Laden gekommen sind. Das kann ich verstehen, weil ich selber auch mal vor der Situation stand, dies einmal zu sagen, als ich die Speaker zum ersten Mal hörte. Aber was ich mit der Zeit gelernt habe oder mit der Erfahrung auch gelernt habe, dass ich Lautsprecher nicht gleich beim ersten Fehlversuch abschreibe. Vor allem, wenn es gewisse Klangeigenschaften gibt, die mir grundsätzlich gefallen oder wenn es grundsätzlich Technologien gibt, die schlüssig sind, wie zum Beispiel das UniQ-Prinzip von KEF, das eben dafür sorgt, dass der Sound gleichmäßig im Raum verteilt wird, dass der Sweet Spot nicht zwingend notwendig ist. Der Sweet Spot ist quasi der mittlere Hörplatz, wenn du quasi in der Mitte im perfekten Stereo-Dreieck sitzt. Das ist bei KEF tatsächlich gar nicht so wichtig, was das Ganze eben fair macht für alle Beteiligten, die sich im Raum befinden. Für denjenigen, der etwas weiter rechts oder eben weiter links sitzt. Und dann gibt es noch die Technologie Meta, die jetzt aktuell bei der R-Serie zwar nicht verbaut ist, aber eben bei oder in anderen Serien von KEF. Worauf ich hinaus will, ist Lautsprecher generell nicht gleich beim ersten Fehlversuch abzuschreiben, sondern eher nach dem perfekten Match zu suchen. Und glaubt mir, in dem Fall lohnt es sich, allein schon wegen des Designs. KEF hat einer der schönsten Lautsprecher-Designs, die ich kenne, mit Partner Acceptance Factor. Die Wahrscheinlichkeit also, dass eure große Liebe auch die Lautsprecher oder das Lautsprecher-Design mag, für das ihr euch entschieden habt, ist bei KEF eben groß. Schaut euch mal die R3 an. Der R3 Regallautsprecher teilt sich dieselben Treiber wie die R11 Standlautsprecher im Full Range Design. Als echter Dreiwege-Lautsprecher verfügt die R3 über einen leistungsstarken 165 mm Tieftöner und einen UniQ-Treiber mit 125 mm Mitteltöner sowie 25 mm Aluminium-Kalottenhochtöner, der die Gesamtleistung auf neue Spitzenwerte bringt. Bla 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 bla. Das ist langweilig. Das kann man überall auf jeder Website nachlesen. Erzähl mal ein bisschen von deiner eigenen Erfahrung. Ja, ist ja gut. Bleib mal locker, alles gut. Also, meine persönliche Erfahrung. Ihr müsst wissen, dass ihr den richtig passenden Verstärker finden müsst, damit zum Beispiel die R3 richtig glänzen können. Es gibt Lautsprecher, die klingen gut, mehr oder weniger, mit jedem Verstärker. Und das ist durchaus positiv. Aber wenn ein Lautsprecher das nicht kann, dann ist das nicht automatisch negativ. Ein kleines Beispiel. Kennt ihr die Menschen, die Allrounder sind, die mehr oder weniger alles Mögliche können und egal was sie anfassen, am Ende wird es irgendwie gut. Und dann gibt es die Menschen, komplett das Gegenteil, die nicht alles Mögliche können, aber dann bestimmte Sachen besonders gut können. Wie als Beispiel jemand, der einen Beruf erlernt hat und diesen extrem gut ausübt oder ein besonders talentierter Musiker. Ich will gar nicht beurteilen, ob jetzt das eine negativ oder positiv ist. Ich will einfach nur die verschiedenen Arten oder die verschiedenen Typen von Menschen kurz gegenüberstellen. Genauso ist es auch bei Lautsprechern. Es gibt, wie gesagt, Lautsprecher, die mehr oder weniger mit jedem Verstärker gut klingen. Dann gibt es aber Lautsprecher, wenn man den perfekten Match findet, dann klingt die Kombination besonders gut. Und das ist dann eine echte Bereicherung.
Wie zum Beispiel, wenn wir wieder bei dem Beispiel der Menschen sind, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tischler beauftragen und der baut uns etwas und das ist dann immer eine Arbeit, die uns besonders erfreut. Oder wir hören einem Musiker zu, das ist dann eine echte Bereicherung. Nun bedarf dies aber einen gewissen Aufwand. Und wer nicht so Lust hat auf diesen Aufwand oder auf diese Mühe, der sollte sich auf jeden Fall für Lautsprecher entscheiden, wo sich die Verstärkerauswahl etwas flexibler gestaltet. Habe ich aber jetzt jemanden von euch erreicht, der Lust hat auf diese Mühe, der die KEF-Lautsprecher noch nicht gehört hat oder schon mal gehört hat und nicht so überzeugt war, an den appelliere ich jetzt. Kontaktiert euren nächsten Händler, fragt ihn nach einem Termin, lasst euch die Lautsprecher nochmal aufbauen mit einem passenden Verstärker, ganz vernünftig, und hört euch die nochmal an. Kommt die hier aus Hamburg oder aus der Nähe, dann könnt ihr natürlich auch mich kontaktieren. Dann machen wir einen Termin und hören uns die gemeinsam bei mir an. Ihr kommt von weiter weg und möchtet mich unbedingt besuchen, euch sind die Spritkosten und die Entfernung egal, dann könnt ihr mich selbstverständlich auch kontaktieren und ich freue mich über jeden Gast. By the way, telefonisch kann ich natürlich auch beraten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like und ein Abo, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!